Hallo liebe Freunde, Ostern, endlich mal ein paar Tage Zeit am Stück, Zeit in die Natur zu gehen, Zeit zu wandern, einen Osterspaziergang zu machen, logisch. Und so möchte ich euch heute eine weitere Möglichkeit für einen solchen vorstellen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Als Ausgangspunkt für eigentlich für diese 2 Osterspaziergänge, wählen wir den Parkplatz unterhalb des Forsthauses in Grünau. Gegenüber vom Parkplatz fällt uns im Gelände vom Altenheim am Wald die liebevoll gestaltete Dekoration auf. Doch halt Altenheim? Richtig. Im heutigen Altenheim befand sich dereinst die Kuranstalt Grünau. Über selbige sprachen wir bereits bei einem Spaziergang, unter anderem auf der Spur des fliegenden Försters Baumgarten. Doch wir bleiben heute am Boden und finden bereits am Rande des Parkplatzes erste Hinweise auf den heutigen Weg. Nicht nur den auf die Initiatoren von Grünau blüht, welche mit Hilfe der Teams der Heimatstube Mittelbach sowie dem Förderverein der Grundschule Mittelbach den Anstoß für den Osterrundweg Grünau-Mittelbach gegeben haben, sondern zum einen eine Karte zum Abfotografieren bzw. den QR-Code zu Komoot. Selbige findet ihr im Übrigen auch wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Obendrein finden wir auch noch Faltblätter mit einer Karte und diversen Erklärungen für den Weg. Auf selbigen machen wir uns jetzt auch, nämlich nach unten, zunächst auf der Rabensteiner Straße. Aufpassen ist natürlich wie überall die Devise. Nicht nur auf den schönen Osterschmuck und die Eier, sondern auch auf die liebevollen und richtig tollen Ausschilderungen. Herr Jürgen Nitsche aus Grünau sägte in seiner Zimmerei diese Holzeier aus, welche von den Kindereinrichtungen aus beiden Orten bemalt wurden und nun als Wegweiser dienen. Sich hier verlaufen zu wollen, ist also eine wirkliche Kunst. Weit müssen wir nicht gehen und erreichen mit dem Osterbrunnen in Grünau eine der örtlichen Attraktionen der beiden Gemeinden. Diesen sowie das Osternest am Grünauer Ortseingang und den Osterbogen in Mittelbach miteinander zu verbinden, ähnlich dem Vorbild in Auerswalde-Lichtenau, wo wir ja ebenfalls bereits gemeinsam gewandert sind, war Ziel dieser Initiative und ich muss sagen, die Arbeit hat sich gelohnt und es macht Spaß, auch hier zu laufen und zu schauen. Denn wie zu sehen ist, viele Anwohner beteiligten sich aktiv und schmückten ihre Vorgärten und Hecken. Zudem beteiligten sich weitere Vereine wie der Fußballverein und die Damen vom Strickcafé an der Ausgestaltung und fertigen Dekorationen an. In den Kindergärten und Grundschulen wurden Eier bemalt, welche ebenfalls an verschiedenen Stellen am Weg bewundert werden können. Neben den 3 genannten langjährigen Osterhighlights der Gemeinden kommen wir an vielen sehenswerten Stellen vorbei. Zum Beispiel in Mittelbach an der Ostereierfabrik, gestaltet vom evangelischen Kindergarten am Wiesenbach aus Reichenbrand. Tja, wer aber genau aufgepasst hat, dem werden unterschiedliche Ausschilderungen auffallen, nämlich die mit Nummern und dann gibt es noch die mit einem zusätzlichen A gekennzeichnet. Wie Alternative. Somit besteht, siehe oben erwähnt, die Möglichkeit, einen knapp 9 Kilometer langen Osterspaziergang zu machen oder einen wirklich kleinen über den Waldrand bzw. den Kleingartenverein Waldesluft Grünau zu nehmen, welchen wir ebenfalls früher gemeinsam gelaufen sind. Also entscheidet selbst. Ansonsten gibt es zum Wegesverlauf diesmal nicht viel zu erklären. Siehe oben, die Ausschilderung ist vortrefflich und obendrein kennen wir viele der benutzten Wege bereits, beispielsweise auch von unserer Wanderung im Westen von Chemnitz. Also lasst die Seele baumeln und freut euch über diese vielen Osterüberraschungen und danken wir den Initiatoren und allen ihren fleißigen, großen und kleinen Osterhasen. Und freuen wir uns auch darauf, was in den nächsten Jahren noch folgt. Ihr wisst ja, es gibt in Grünau neben den Osterhasen noch weitere fleißige Heinzelmenschen.